So, liebe Leute, willkommen zu diesem nächtlichen Video. Wir haben es 2:35 Uhr, streng genommen, glaube ich, 20 Minuten später als das Video, was vor 3 Tagen kam oder vor ein paar Tagen. Denn ich nehme es direkt danach auf, weil ich jetzt die Woche, wo ihr das seht, nach Schweden musste und deswegen jetzt mal ein, zwei Videos im Vorhinein aufnehmen muss. Wir haben uns eben gerade ein sehr, sehr schlechtes Video angeguckt, was total gefaked ist. Und um jetzt mal ein bisschen wieder einen kleinen Kontrast reinzubekommen, habe ich jetzt ein Video rausgesucht, was, glaube ich, ziemlich heftig ist. Und auch real. Teilweise zumindest. Es ist vom Kanal Top Fives, also Top 5 mit einem S dran, englischer Kanal. Das Video heißt 5 Scary Urban Explorer Videos You Should Keep the Lights On For. Und ich habe gerade mir nur mal den allerersten von den 5 Fällen angeguckt und da schleicht sich jemand auf das Wrack von der Costa Concordia. Als allererster, der da Videoaufnahmen macht. Sowas finde ich heftig. Und ich würde sagen, let's go. The urban exploring, or urbex community, is active around the globe, regardless of the obvious and hidden dangers of the sport. These adventurers seek out abandoned, hard-to-reach, or otherwise off-limits So, ich mache euch die mal auf Deutsch. parts of cities and structures that the general public do not have access to. Each person has their own motivations for pursuing this unique hobby, but they all seem to have one thing in common. They are fearless. These explorers do not always follow the letter of the law, but whether they do or not, they almost always have a camera on them to film their adventures. As expected, things do not always go as planned. Although risking a fall or exposure to dangerous materials is all in a day's fun, even the most brave and seasoned explorers can find themselves trapped in a terrifying situation they could never have anticipated. Here are 5 creepy videos filmed by urban explorers. Hit those lights, sit back, and enjoy. Inside the Costa Concordia. Not every creepy video has a spectre lurking in the background. The Costa Concordia is an example of just how unsettling an abandoned wreck can be, especially if you consider its backstory. The Costa Concordia was a luxury cruise liner with a checkered past. At the Concordia's christening ceremony, the champagne bottle meant to be smashed on its hull didn't break, signifying bad luck. The ship had a minor run-in with the dock in 2008, but ended her career in disaster on January the 13th, 2012, when its captain steered her aground outside of Tuscany in Italy, ultimately destroying the ship and killing 32 people. The coward captain, Francesco Schettino, abandoned ship before ensuring the safety of his crew and passengers, leaving terrified people to fend for themselves as the ship settled on her side, half submerged and stranded. The wreck sat rotting for 5 years while a salvage plan was organised, but not completed until 2017. This urban explorer broke into the wreck in 2015 and filmed the ship as it's never been seen before. Watching while knowing people paid. Das ist schon heftig, Alter. Wie das alles beleuchtet ist und die Elektronik, boah. Also mir würde, glaube ich, der Arsch auf Grundeis gehen, wenn ich da jetzt so einbrechen müsste. Thousands of dollars to have the trip of a lifetime. Or just everyday people trying to make a living, only to end up trapped and die on the ship due to gross incompetence is chilling, and you can feel the presence of lost souls just beyond the camera frame. Take a look at the footage. Aber keine Kameras, keine Alarmanlagen, keine Bewegungsmelder da oder was? Krass, da müsste man sich mal das ganze Video von angucken. Die steht ja auch noch relativ, also die steht ja nicht direkt am Strand. Die ist ja auch von Meer, glaube ich, umrundet. Das heißt, der muss da ja theoretisch mit dem Boot, mit dem Schlauchboot oder so rübergepaddelt sein. So, keine Ahnung, wegen Ebbe und Flut und schieß mich tot. Wie gesagt, ich bin da nicht gut informiert über den Fall. Aber der ist da auf diesem verlassenen Wrack
und ist auch noch von Meer umrundet, von schwarzem, dunklen, großen Meer. Das macht es ja auch nochmal so richtig gruselig, so wenn das Ding, keine Ahnung, jetzt nochmal umkippt oder er da schnell runterfliehen muss. Weiß ich nicht. Creepy. Exploration of a family home frozen in time. There are thousands of abandoned house exploration videos online, with images ranging from mundane to supposedly terrifying, but some of them are truly creepy. Oftentimes, people have broken into abandoned structures and left graffiti, destroyed property, or even set up hoaxes with faked blood and gore to scare off future explorers. This video is very different. It features a large, old home in which everything seems to have just set down for a moment, as if the inhabitants have just stepped away, but sadly never returned. Take a look. Das sieht mir sehr nach Proper People aus, das Video. Ist gerade einfach nur Stille. Nothing Wundert euch indicates that nicht. the video is being filmed in 2016. It's like the explorers walked into the past. What happened to the people living in this house, filled with collectibles and memories? We'll likely never find out. Ich gehe davon aus, dass es Proper People war. Witzig, das habe ich also auch von 2016, so eine gute Videoqualität. Man hat es direkt erkannt an den Nahaufnahmen mit der Tiefenunschärfe. Als er links da mit dem Objektiv gezoomt hat, hat er auch gesehen, dass es direkt was Hochwertiges ist und die Bildfarbe hat mich auch direkt an Sony-Kameras erinnert. Die filmen ja, glaube ich, schon ihr Leben lang mit Sony. Witzig, dass man diesen Qualitätsunterschied sofort erkennt zwischen 99% auf YouTube und dann diesen 1%, die wirklich mal auch in Equipment und in Qualität investieren, wie beispielsweise die Proper People. Ja, interessant. Der Kanal hat nicht mal Quellen verlinkt, wo er die Videos her hat oder wer das ist. Es ist nichts in der Videobeschreibung davon. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es die Proper People waren. YouTube commenter discovers a ghost in a Dan Bal video. Dan Bal is a very well-known YouTuber who is acclaimed for his content, amassing almost 500,000 subscribers on his channel. He specializes in urban exploration, especially dead malls and motels, and has an active and attentive fan base. While during a visit to an abandoned 19th century landmark in Baltimore, many of Dan's viewers reported seeing a shadow figure whilst he was exploring the creepy location. Take a look. Dan said he didn't notice it until the video was uploaded, and to this day, we have no idea what was following him as he investigated. What do you think it could have been? A trick of the eye, a homeless person who lives inside the building, or something paranormal? Mann, es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Wenn da wirklich jemand hinstehen würde, wäre der mindestens 2-3 Sekunden früher weggegangen, als das Licht anfängt in seine Richtung zu gehen. Aber es ist wieder so, er bleibt natürlich noch 2-3 Sekunden stehen, bis der Fokus sitzt, bis das Licht hinten angekommen ist, damit man 100% sicher ist, dass er gesehen wurde. Und erst dann geht er langsam aus dem Bild raus. Genau wie der Typ bei dem anderen Video, der oben im Fenster steht und dann langsam 2-3 Schritte weggeht. Es ist das, wofür wir ja einen Begriff gesucht haben. Und es ist meiner Meinung nach Amateur-Horror-Baukasten. Es ist eine typische Szene aus einem Amateur-Horrorfilm-Baukasten. 100% Fake. All three of those possibilities are equally terrifying. Urban explorer is chased out by an unknown presence. Abandoned Steve is another well-known YouTuber for their fearless explorations of old buildings of any sort. It is to be expected that after a while, you might develop a tolerance to fear. Steve's encounter in this video goes to show you should always be on guard when exploring. There is always someone watching, and your presence could be making them very angry. It might be best to ask for permission first, and turn tail at the first sign of unfriendliness, or this could happen.
Puh, The North das war creepy, aber ja, gut. Ob das jetzt echt war oder nicht, das kann ja kein Mensch sagen. Das war viel zu wenig Videomaterial dafür, um jetzt irgendwie Angriffsfläche zu bieten. So, es war jetzt ein Knall im Lost Place, kann alles und nichts gewesen sein, kann echt oder unecht sein. Aber war unangenehm auf jeden Fall zu sehen. North Brother Island. North Brother Island sits in the East River in New York City, and we've talked about it a couple of times on this channel. It currently operates as a bird sanctuary. The island was uninhabited until 1885, when it became the site of a quarantine hospital. The hospital once housed Mary Ballon, otherwise known as Typhoid Mary, until she died in 1938. In 1904, the island was the site of a steamship wreck that killed over 1,000 people. The island also housed World War II veterans, was an adolescent rehabilitation facility, and was considered as an extension of Rikers Prison. The island is now completely uninhabited and 100% off limits to visitors. This makes it an extremely desirable destination for urban explorers, and this video shows the many layers of haunted history the island holds, and is a rare glimpse into this American landmark. Take a look for yourself. Das klang jetzt heftig und das sieht auch heftig aus, Alter. So that's 5 creepy videos filmed by urban explorers, some of which possibly contain ghosts, and others that just show the creepiness that comes with urban exploring. We hope you've enjoyed, and if you Ja, also unterm Strich war es ein gutes Video. Das mit der Costa Concordia war krass, das Ding jetzt gerade war krass. Und ja gut, das eine war ein verlassenes Haus einfach nur. Da hätte er auch von mir so ziemlich jedes Video mit reinnehmen können in die Compilation. Das mit dieser schwarzen Gestalt hinten war wieder hardcore lächerlich einfach nur. Und ja, und dann hat man noch diesen einen Knall. Aber wie gesagt, so Dinger wie dieses letzte, so Explorations, die super riskant, super gefährlich sind oder an einem übelst krassen Ort sind, wo sonst keiner hinkommt. Das sind auch Dinger, die mich extrem reizen. Da hatte ich auch mal eine Reaction gemacht zu einem Video, da sind so ein paar Typen zu so einer verlassenen Russen-Raketenstation irgendwo mitten in der Wüste, irgendwo, ich weiß gar nicht wo, das war in Kasachstan oder in Russland, gelaufen. Das ist übelst bewacht, da fährt Miliz rum und alles. Die mussten da nachts durch die Steppe laufen, um da hinzukommen und haben dann da auch übernachtet und sind mit der Drohne rumgeflogen. Da ist sogar noch ein Space Shuttle, steht da noch in der Halle. Ist für mich eins der krassesten Dinger überhaupt. Aber ich konnte die Reaction dazu nie veröffentlichen, weil es nach dem Hochladen sofort geclaimed wurde von irgendeiner ganz komischen, skurrilen Drittfirma, die da Copyright erhoben hat und sofort alle Einnahmen haben wollte und schieß mich tot und so kam das Video deswegen leider nie. Aber vielleicht finde ich nochmal andere YouTuber, die da waren, weil, boah, das war auch so ein Ding, wo ich sage, holy shit, also dafür müsste man mir schon einen höheren 5-stelligen Betrag zahlen, dass ich sowas mache. Naja, liebe Leute, trotzdem, krasses Video, das mit der Costa Concordia, das will ich mir nochmal angucken. Und das mit dieser Insel, das klang auch schon echt heftig. Na gut, ich danke euch fürs Zusehen, ich danke euch für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Georgia, I'm living, I'm having fun. Ain't got no patience, don't hit me up. Ain't got no keys to the whip anymore.